Schönen guten Tag aus Berlin, Alt-Glienicke. Hier im Süden der Stadt hat die DGWO 72 neue Wohnungen errichtet. Und das Besondere an diesen Wohnungen ist, dass sie alle mit einem Glasfaseranschluss ausgestattet sind. Was es mit diesem Projekt genau auf sich hat, das besprechen wir nun mit Ulrich Josch, dem Geschäftsführer der DGWO Netzwerk GmbH, und Rüdiger Schmidt, dem Geschäftsführer der Tele Columbus für den wohnungswirtschaftlichen Bereich. Bei mir steht jetzt Ulrich Josch, Geschäftsführer der DGWO Netzwerk GmbH. Herr Josch, schön, dass Sie Zeit haben. Vielleicht könnten Sie die DGWO mal ganz kurz vorstellen. Ja, DGWO ist ein traditionsreiches Berliner Wohnungsunternehmen, 95 Jahre alt inzwischen, hat hier in der Stadt einen Wohnungsbestand von ca. 77.000 Wohnungen, den wir verwalten, sowohl Bestandsimmobilien als auch inzwischen viele Neubauten. Wir versorgen vor allem Haushalte, die es nicht ganz so einfach haben, sich am Wohnungsmarkt mit Wohnungen zu versorgen, sind aber auch ein Unternehmen, das viele Eigenleistungen erbringt und dort auch ein Stückchen Vorreiter, denke ich, am Markt ist. Sie haben gerade angesprochen, Vorreiter. Wir stehen hier in Alt-Glienicke in einer der 72 neuen Wohnungen, in denen sehr, sehr viele Innovationen verbaut wurden und umgesetzt wurden. Vielleicht können Sie das ja mal ein bisschen näher erläutern, was hier alles geschehen ist. Ja, wir sind hier in Berlin-Alt-Glienicke am Bohnsdorfer Weg, ein Neubauvorhaben, das in der Zeit zwischen 2017 und 2019 entstanden ist, wo wir auch Teile der Versorgung in der Zukunft übernommen haben. Zum einen mit dem Aufbau der Glasfasernetze. Wir sind hier aber auch der Wärmelieferant. Wir versorgen hier ausschließlich aus erneuerbaren Energien mit einem Pelletkessel, der den gesamten Campus dann versorgt. Wir haben hier Rauchwarnmelder verbaut und wir sind hier auch der Messdienst. Das heißt, wir bauen hier fernausleserbare Messgeräte ein und machen dann auch die Heizkostenabrechnung. Ja, das ist ein Paket, was wir nahezu in jedem DGWO-Neubau dann noch erbringen. Wie war die Umsetzung des Projektes? Die Glasfaser musste ja gebaut werden, es mussten die Anschlüsse gebaut werden. Hatten Sie einen Partner, haben Sie das selbst gebaut? Wie lief das ab? Wir bauen die Netze tatsächlich selber, haben einen Rahmenvertragspartner, der dort für uns baulich tätig ist in den Vorhaben. Wir errichten die Glasfaser im Haus und auch eine Verkabelung in der Wohnung. Und wir vernetzen auch, wenn wir auf einem Campus mehrere Grundstücke haben, wie in diesem Bauvorhaben hier, die Liegenschaften miteinander. Das Netz wird dann einem Betreiber zur Verfügung gestellt, der für uns dann die Glasfaser managt und die Glasfaser sowohl für eigene Angebote als auch für Angebote von Dritten dann entsprechend nutzen kann. Und mit wem haben Sie in diesem Fall umgesetzt? Ja, wir kooperieren in diesem Fall mit der Tele Columbus. Tele Columbus ist unser Rahmenvertragspartner. Sie haben es ja gerade angesprochen, die Tele Columbus ist Ihr Partner. Und welche Rolle die Tele Columbus bei der Umsetzung dieses Projektes spielt, das schauen wir uns jetzt an. Bei mir ist jetzt Rüdiger Schmidt, der Geschäftsführer der Tele Columbus für den wohnungswirtschaftlichen Bereich. Herr Schmidt, wir haben schon gehört, Sie waren der Partner der DGWO hier bei diesem Projekt. Was genau war da Ihre Aufgabe? Also die DGWO hat ja, wie es Herr Josch erklärt hat, die gesamte Wohnanlage mit Glasfaser ausgestattet und hat die Glasfaser draußen im Campus in einen zentralen Knotenpunkt gelegt. Damit die Glasfaser jetzt auch wirklich bespielt werden kann, musste natürlich auch Glasfaser zu der gesamten Wohnanlage hingelegt werden. Und das war unsere erste Aufgabe, dass wir die Glasfaser aus unserem Stadtnetz in Berlin hier auch in die Wohnanlage geführt haben. Die zweite Rolle ist, dass wir die Aktivtechnik eingebaut haben. Ich sage immer, alles was blinkt, dafür sind wir zuständig. Das heißt, wir machen auch den gesamten Betrieb dieses Netzes bis in die Wohnungen, bis zu den Anschlussdosen. Damit ist sichergestellt, dass die DGWO zum einen einen Partner hat, der sich um alles kümmert, dass das, was sie investiert hat, erhalten bleibt. Und wenn der Mieter irgendeine Störung, irgendein Problem hat, dass er einen Partner hat, der das Ganze beseitigt und wieder in Ordnung bringt, damit die Dienste perfekt funktionieren. Die dritte Rolle ist, wir dürfen über dieses Netz unsere Produkte und Dienste anbieten. Also wenn ein Mieter kommt und sagt, er möchte jetzt von uns Kabelfernsehen haben, dann kriegt er über das Glasfasernetz Kabelfernsehen. Wenn er Internettelefonie haben möchte, kriegt er darüber Internettelefonie. Und die vierte Rolle ist, und das ist, glaube ich, was ganz Besonderes bisher, was am Markt noch nicht so üblich ist, wenn ein dritter Anbieter kommt, der auch seine Dienste und Services über dieses Netz anbieten möchte in den Wohnungen, dann haben die Mieter die Möglichkeit, bei diesem dritten Anbieter auch diese Dienste zu nehmen, weil wir stellen dem dritten Anbieter dieses Netz auch zur Verfügung. Das ist eine der Auflagen und der Bedingungen, die die DGWO gemacht hat. Und das zeigt natürlich die Innovation, dass der Mieter dann wirklich die Auswahlmöglichkeit der verschiedenen Anbieter in den Wohnungen hat. Durch unseren Betrieb ist sichergestellt, dass das Ganze seine Ordnung hat, dass das Ganze dokumentiert wird,
dass wenn verschiedene Anbieter da sind, es auch geschalten wird und dass damit eben ein sehr hoher Service-Level geboten ist. Sie haben es gesagt, das Glas kommt in die Wohnung. Wir stehen jetzt hier vor dem Kasten. Mit Glas kann ein Kunde erstmal nichts anfangen, mit Glasfaser. Wie erfolgt hier die Umsetzung? Ich zeige es Ihnen mal. Also wir haben hier einen Multimedia-Verteiler, der verbaut wurde. Das heißt, das ist der erste Punkt, dass in dieser Wohnung tatsächlich alles aufgeräumt ist. Es liegt nicht irgendwo, wie man es vielleicht in anderen Wohnungen kennt, mal da liegt wieder eine Steckdose und da ist wieder ein Verteilerschrank. Das ist alles eingerichtet. Wir kommen hier mit der Glasfaser in die Wohnung. Das ist der sogenannte ONT. Der wandelt dieses Licht, das Glasfaser, in elektrische Energie um. Dann habe ich hier einen normalen Koax-Ausgang. Das heißt, wir gehen jetzt in die Wohnungen und schließen die einzelnen Zimmer an die Kabeldosen an, wo der Bewohner seinen Fernseher anstecken kann. Und es ist eine Netzwerkverkabelung gemacht worden, ähnlich wie man es im Büro kennt, wo ich diese Netzwerkstecker habe. Das heißt, wenn ich jetzt hier in der Wohnung mein Modem in diesen Kasten tue, mein WLAN-Modem, und diese Netzwerke anschließe, dann habe ich in allen Zimmern über die Netzwerkdose die Verbindung fürs Internet und gleichzeitig, wenn ich ein WLAN hier reinbaue, auch die WLAN-Verkabelung. Also nochmal zum Verständnis. Ich habe die Möglichkeit, entweder hier ein Modem direkt hinzustellen und schließe davon dem Modem ausgehend alle Zimmer an über die Dosen, und in den Zimmern direkt sind Standard-Netzwerkdosen, dass jeder normale Laptop zum Beispiel angeschlossen werden könnte. Oder aber ich schließe direkt das Patchkabel an eines der Zimmer und kann dann in dem Zimmer ein Modem anschließen, was ein WLAN-Signal in die ganze Wohnung verteilt. Perfekt, Sie können bei uns anfangen. Vielen Dank für das Angebot. Ich werde darüber nachdenken.